Hi ihr Lieben, heute nähen wir zusammen eine Aufbewahrungsbox passgenau für euren Schrank. Da die Berechnung und die Ausführung etwas lange dauern, habe ich mich entschieden, das Ganze auf 2 Teile aufzuteilen. In diesem Teil erkläre ich euch, wie ihr die Maße ausrechnet. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Wenn ihr euch so ein Utensilio nähen wollt, dann messt ihr als erstes die Breite, die Höhe und die Tiefe, die ihr haben wollt in eurem Schrank. Macht das Teil am besten ein bisschen kleiner, wie der Schrank ist, damit es nicht übersteht. Das sieht dann einfach schöner aus. Ich habe mich jetzt entschieden für ein quadratisches Utensilio, weil es einfach viel einfacher zum Ausrechnen ist, sonst kommt ihr mit den Breiten und Tiefen irgendwann echt durcheinander. Natürlich, wenn ihr hier alles eintragt, dann kriegt ihr das hin, aber dann müsst ihr auch bei den einzelnen Teilen echt gut aufpassen. Deshalb würde ich es euch nicht empfehlen. Könnt ihr natürlich auch machen mit dieser Formel. Genau, und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Also wie gesagt, bei mir ist Breite, Tiefe und Höhe alles gleich groß, 27 cm. Für den Boden braucht ihr ein Teil mit der Breite plus 2 cm Nahtzugabe und der Tiefe plus 2 cm Nahtzugabe. Also 27 plus 2 mal 27 plus 2 ist einmal 29 mal 29 cm. Für das äußere Seitenteil benötigt ihr die Höhe plus 2 cm Nahtzugabe. Für das Seitenteil außen braucht ihr die Tiefe plus die Breite plus die Tiefe plus die Breite. Da es alles gleich ist, ist es 37 mal 4 plus 2 cm. Also hier habe ich es natürlich einzeln aufgeschrieben, weil wenn ihr es quasi rechteckig machen wolltet, könnt ihr die Formel hier einfach nehmen. Das ist dann quasi ausgerechnet 29 mal 110 cm. Das braucht ihr einmal. Dann habt ihr noch ein Seitenteil innen. Das ist genau die gleiche Größe wie das Seitenteil außen, plus eben in der Höhe macht ihr noch 5 cm dazu. Also 29 plus 5 ist 34 mal 110 cm. Wenn ihr die Teile unterschiedlich farbig haben wollt oder wie ich so einen Stoff habt, da wo was drauf gestickt ist, aber ihr den Stoff nicht wegschmeißen wollt, könnt ihr die Teile auch einzeln machen. Dann wäre das Höhe mal Breite plus jeweils 2 cm Nahtzugabe und Höhe mal Tiefe plus 2 cm. Und das braucht ihr natürlich jeweils dann immer zweimal. Da bei mir alles gleich groß ist, braucht ihr quasi eigentlich nur wie beim Boden 4 gleiche Teile mit Höhe plus 2 cm plus Breite bzw. Tiefe ist ja das gleiche plus 2 cm. Das wäre dann quasi auch wieder die 29 mal 29. Und dann habt ihr noch das Boden-Inlay. Das braucht ihr auch Tiefe mal Breite plus jeweils 2 cm eben Nahtzugabe. Ist auch wieder 29 mal 29. Und das zweite Teil, wenn ihr sagt, das soll überlappen, damit man es innen auch überhaupt nichts vom Karton sieht, dann könnt ihr das eine Seite 3 cm länger machen. Das heißt 29 plus 3 ist 32 mal 29 ist das zweite Teil davon. Optional könnt ihr noch einen Henkel machen. Den könnt ihr euch so breit und hoch machen, wie ihr wollt. Ich habe mich jetzt für eine Breite von 19 cm und eine Höhe von 3,5 cm entschieden. Zur Höhe habe ich noch 2 cm Nahtzugabe hinzugefügt, also 19 plus 2 ist 21 und 3,5 Breite Höhe mal 4 ist dann 14 cm. Das könnt ihr natürlich variieren, wie es euch gefällt. Vielleicht einfach mal eins der Quadrate hinhalten, ob euch die Größe so gefällt oder ob ihr es ändern wollt. Hier mit 27 cm fand ich das Ganze schön. Das war vielleicht etwas viel,
Druckt euch am besten die Vorlage aus und rechnet alles für die Maße aus. Und dann schaut ihr euch den zweiten Teil dieses Videos an, wenn wir dann losnähen. Ich hoffe, das Video war soweit verständlich. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich noch über ein Like, einen Kommentar und ein Abo. Und dann sehen wir uns in Teil 2 wieder. Tschüss!